Hallo zusammen, wir melden uns aus der Winterpause zurück und wünschen euch, wenn auch etwas verspätet, ein fröhliches neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut in 2025 gestartet und dass dieses Jahr euch nur das Beste bringt. Gesundheit, Glück und natürlich viele düstere, spannende Geschichten. Heute ist nicht nur ein neuer Anfang, sondern auch Imbolc, das Fest des Lichtes und der Erneuerung. Während die Tage langsam länger werden, erinnert uns dieses alte Fest daran, dass nach der Dunkelheit immer das Licht folgt. Doch was genau steckt hinter Imbolc? Welche Bräuche und Bedeutungen verbergen sich in diesem uralten Ritual? Das erfahrt ihr im zweiten Teil dieser Folge. Doch zuerst lasst uns gemeinsam in eine Geschichte eintauchen, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen wird. Seid ihr bereit? Nun heiße ich euch willkommen zu unserer heutigen Folge Schatten und Geheimnisse. An einem Ort, an dem die Schatten mehr wissen, als sie preisgeben und die Stille gefährlicher ist als jedes Geräusch. Stell dir einen Raum vor, der atmet. Die Wände wölben sich sanft, als hätten sie ein eigenes Leben oder als wären sie Zeugen unzähliger, schrecklicher Geheimnisse. Ein Fenster wirft ein verzerrtes Spiegelbild, das nicht dir gehört. Ein schemenhafter Schatten, der sich bewegt, obwohl du stillstehst. Das Licht flackert und tanzt, wirft verzerrte Silhouetten auf den Boden, die wie aus einer anderen Welt wirken. Du bist allein, oder? Schritte hallen in der Ferne, doch sie klingen näher, als sie sollten. Ist es nur das alte Haus, oder bist du der Gast, den es so lange erwartet hat? Diese dunklen Bilder sind nur der Anfang. Tauche mit uns ein in Geschichten, die dir den Atem rauben und die Dunkelheit in deinem Zimmer lebendig werden lassen. Bist du bereit, dem Unbekannten zu begegnen? Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass die Dunkelheit in deinem Zimmer mehr ist als nur Abwesenheit von Licht? Was wäre, wenn etwas in den Schatten lauert, etwas, das nicht zuschaut, sondern wartet? In unserer neuesten Folge erzählen wir die Geschichte von Lara, die in der Nacht aufwacht und sich in einem beklemmenden Albtraum wiederfindet. Bewegungsunfähig, umgeben von einer Finsternis, die lebt, kämpft sie gegen eine Präsenz, die mehr will als nur ihre Angst. Was würdest du tun, wenn die Schatten anfangen, sich zu bewegen, wenn die Dunkelheit nicht nur da ist, sondern dich verschlingen will? Bereite dich auf eine packende Reise vor zwischen Traum und Realität, wo jede Sekunde zählt und jede Bewegung das Ende bedeuten könnte. Bist du bereit, die Nacht mit anderen Augen zu sehen? Ich bitte um eure Aufmerksamkeit für die Geschichte Gefangen in der Dunkelheit. Es begann in einer Nacht wie jede andere. Der Regen prasselte monoton gegen das Fenster, und das dumpfe Rauschen war das letzte Geräusch, das Lara hörte, bevor sie in den Schlaf glitt. Sie war müde, nicht die angenehme, schwere Müdigkeit nach einem langen Tag, sondern eine bedrückende Erschöpfung, die ihre Glieder wie Blei niederdrückte. Doch etwas fühlte sich falsch an. Noch bevor sie ihre Augen schloss, Lara erwachte irgendwann in der Nacht, ohne zu wissen, warum. Ihr Körper war wie ein Stein, unbeweglich, schwer, als hätte man sie in den Boden eingelassen. Das Zimmer war dunkel, so dunkel, dass selbst ihre Hand,
hätte sie heben können, unsichtbar geblieben wäre. Aber sie konnte sie nicht bewegen. Zuerst dachte sie, sie träumte, doch der Traum fühlte sich zu real an. Der Druck auf ihrer Brust war erdrückend und ihr Atem ging flach, als würde die Luft aus ihren Lungen gesaugt. Sie wollte die Arme heben, sich zur Seite drehen, schreien, doch nichts funktionierte. Nur ihre Augen, weit geöffnet, flackerten panisch durch die Finsternis. Dann spürte sie es. Es begann wie ein leichtes Kitzeln tief unter ihrer Haut. Ein Gefühl, das langsam wie schleichender Nebel durch ihren Körper kroch. Ihre Finger zuckten unkontrolliert, als ob jemand oder etwas die Fäden ihrer Muskeln in die Hand genommen hätte. Der Schmerz war dumpf, unterschwellig, und doch fühlte es sich an, als würde sie zerbrechen, als würde ihre Seele zerrissen. In der Ecke des Zimmers regte sich etwas. Es war keine Bewegung im herkömmlichen Sinne, eher eine Veränderung der Dunkelheit selbst. Schatten zogen sich zusammen, formten etwas, das keine feste Gestalt hatte, aber dennoch eine Präsenz ausstrahlte, die das Zimmer füllte. Lara spürte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. Ein pulsierendes Hämmern, das sich wie ein Trommelschlag in ihren Ohren anfühlte. Das Wesen kam näher, schwebte beinahe, und die Dunkelheit wurde dichter, schwerer. Es fühlte sich an, als würde sie nicht nur in ihrer Lunge stecken, sondern sich in ihren Gedanken einnisten, sie verschlingen. Der Druck auf ihrer Brust wuchs, und mit ihm das Kitzeln unter ihrer Haut. Es war, als würde sie von innen heraus ausgehöhlt werden. Und dann war es da, über ihr. Die Gestalt, die keine Gestalt hatte, legte sich auf sie. Es war kalt, eisig, und doch spürte sie, wie sich eine unnatürliche Wärme in ihr ausbreitete, als ob das Wesen versuchte, in sie hineinzukriechen, sich mit ihr zu verschmelzen. Ihre Lippen öffneten sich, doch kein Laut kam heraus. Ihre Augen brannten vor Angst, vor Tränen, die nicht fließen wollten. Sie versuchte zu kämpfen, sich zu winden, doch ihr Körper gehorchte nicht. Die Schatten wurden dichter, sie fühlte, wie sie die Kontrolle verlor, wie sie tiefer in die Dunkelheit sank. Sie wusste nicht, wie lange es dauerte. Sekunden, Minuten, vielleicht Stunden, bis das Wesen plötzlich innehielt. Und dann war es vorbei. Der Druck ließ nach, das Kitzeln verschwand und Lara schnappte nach Luft, als hätte sie für Stunden zurückgehalten. Sie konnte sich bewegen, konnte ihre Arme heben, konnte endlich aufstehen. Doch der Raum war nicht mehr derselbe. Die Dunkelheit wirkte dichter, tiefer, und sie fühlte sich beobachtet, auch wenn sie wusste, dass sie alleine war. Doch war sie das? Lara zitterte, zog ihre Knie an ihre Brust und wagte nicht, das Licht einzuschalten. Irgendetwas war noch da, irgendwo in den Schatten. Sie wusste nicht, wann es wiederkommen würde, aber sie war sicher, dass es nicht das letzte Mal gewesen war. Die Dunkelheit im Zimmer war jetzt ihr Feind, und vielleicht war sie das immer gewesen. Und nun bleibt die Frage: War Lara wirklich Opfer einer unheimlichen Macht, oder spielte ihr Geist ihr einen grausamen Streich? Kann Dunkelheit tatsächlich lebendig werden, oder verbirgt sich die wahre Bedrohung tief in uns selbst, in der Verbindung von Angst und Realität? Vielleicht ist es nur eine Geschichte, doch wer von uns hat nicht schon einmal im Halbschlaf das Gefühl gehabt, beobachtet zu werden? War es wirklich nur ein Traum, oder war es etwas, das wir lieber nicht sehen wollen? Was glaubt ihr? Wahrheit, Illusion oder etwas dazwischen? Ein idyllisches Familienanwesen, eine festliche Feier und eine Tochter, die längst verloren geglaubte Erinnerung wiederentdeckte. Doch hinter dem Glanz der perfekten Fassade brodelt ein dunkles Geheimnis. Eines, das tiefer reicht, als sie es je hätten ahnen können. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit für die Geschichte
Das Familiengeheimnis. Die winterliche Kälte lag schwer in der Luft, als Nora die Auffahrt zum Anwesen ihrer Eltern hinauffuhr. Das riesige Herrenhaus thronte wie ein Monolith aus einer längst vergangenen Ära inmitten des schneebedeckten Parks. Es war die perfekte Kulisse für die Weihnachtsfeier ihrer Mutter Evelyn, die wie jedes Jahr Freunde und Familie eingeladen hatte. Doch dieses Jahr fühlte sich für Nora anders an. Eine unterschwellige Spannung lag in der Luft, als hätte das Haus ein dunkles Geheimnis, das nur darauf wartete, entdeckt zu werden. Nora war in Begleitung ihres Ehemannes Mark, der neben ihr im Auto saß und betont lässig die Landschaft betrachtete. Doch sie konnte die Veränderungen in ihm spüren. Er war in letzter Zeit abwesend gewesen, oft spät von der Arbeit nach Hause gekommen, und seine Zuneigung wirkte aufgesetzt. Kapitel 1 – Die Feier. Die Feier begann ausgelassen. Freunde und Verwandte plauderten, lachten und tranken. Evelyn, Noras charismatische Mutter, war wie immer die perfekte Gastgeberin. Sie begrüßte jeden mit einem strahlenden Lächeln und hatte für jeden Gast ein charmantes Kompliment parat. Doch Nora bemerkte, wie Evelyn und Mark sich immer wieder verstohlene Blicke zuwarfen. Ihre Mutter schien ihm näher zu stehen, als Nora lieb war. Ein beiläufiger Kommentar eines Bekannten ließ schließlich den Knoten platzen. »Evelyn, du bist immer so jung geblieben. Kein Wunder, dass die Männer dich bewundern.« Der Satz war harmlos gemeint, doch Nora sah, wie Evelyn errötete, während Mark nervös an seinem Glas nippte. Ein Verdacht regte sich in Nora, den sie nicht länger ignorieren konnte. Kapitel 2 – Die Wahrheit. In der Nacht, nachdem die Gäste gegangen waren, schlich sich Nora ins Arbeitszimmer ihres Vaters. Es war der einzige Raum, den Evelyn nach seinem mysteriösen Tod vor 2 Jahren unangetastet gelassen hatte. Dort fand Nora alte Briefe und Notizen ihres Vaters, die eine erschreckende Wahrheit enthüllten. Ihr Vater hatte entdeckt, dass Evelyn und Mark eine Affäre hatten und war kurz darauf unter mysteriösen Umständen gestorben. Sein Testament hatte Nora als Alleinerbin eingesetzt, was Evelyn und Marks Pläne durchkreuzt hatte. Während Nora die Beweise durchsah, stand plötzlich Evelyn in der Tür. Ihre Augen funkelten gefährlich und ihre Stimme triefte vor kaltem Zorn. »Was machst du hier?« Kapitel 3 – Der Wahnsinn beginnt. Die Situation eskalierte schnell. Evelyn, die sich in die Enge getrieben fühlte, begann ihre dunkelsten Geheimnisse zu offenbaren. »Dein Vater war ein Hindernis, Nora. Er hat alles für dich getan, und das war sein Fehler. Er hätte sehen müssen, dass ich diejenige bin, die Aufmerksamkeit und Macht verdiente.« Nora war entsetzt, doch bevor sie fliehen konnte, kam Mark hinzu. Statt sie zu schützen, zeigte er seine wahre Seite. »Es tut mir leid, Nora«, sagte er mit einem kühlen Lächeln. »Ich habe wirklich versucht, dich zu lieben. Aber deine Mutter, sie ist alles, was ich jemals wollte.« Evelyn und Mark hatten einen Plan. Nora sollte sterben, damit Evelyn das Vermögen verwalten und Mark ein luxuriöses Leben mit Evelyn führen konnte. Kapitel 4 – Der Vater. Die Jagd durch das Anwesen war brutal. Evelyn und Mark verfolgten Nora, während diese verzweifelt nach einem Ausweg suchte. Schließlich fand sie sich im großen Wohnzimmer wieder, das von dem prächtigen Kronleuchter dominiert wurde, den ihr Vater geliebt hatte. Als Evelyn mit einem Messer auf Nora losging, geschah das Unvorstellbare. Der Kronleuchter begann zu schwanken, obwohl kein Windzug im Raum war. Eine eisige Kälte erfüllte die Luft, und Noras Vater erschien als schattenhafte Gestalt. Er lächelte seine Tochter liebevoll an und flüsterte: »Fürchte dich nicht.« Nora und Mark erstarrten, sie sahen ihn auch. Mit einer letzten Bewegung brachte ihr Vater den Kronleuchter zum Absturz. Das massive Konstrukt fiel direkt auf Evelyn und Mark und begrub sie unter sich. Kapitel 5 – Das Ende. Nora überlebte,
Die Polizei fanden genügend Beweise, um Evelyns und Marks Taten zu bestätigen. Doch Nora wusste, dass sie ihre Freiheit nicht nur den Beweisen, sondern auch dem Geist ihres Vaters verdankte. Während sie das Anwesen für immer verließ, verspürte sie keinen Schmerz mehr, sondern nur Erleichterung. Ihr Vater hatte sie beschützt, und nun konnte sie ein neues Leben beginnen, frei von den Schatten ihrer Familie. Und so endet die Geschichte mit einem Finale, das gleichermaßen Gänsehaut bereitet und Fragen aufwirft. Was ist wahr? Was ist Fiktion? Könnte es sein, dass hinter verschlossenen Türen tatsächlich solche düsteren Geheimnisse lauern? Ein harmloser Job, eine ganz normale Wohnungsbesichtigung. Oder etwa doch nicht? Was, wenn die Menschen, die dich umgeben, plötzlich ihre Masken fallen lassen? Was, wenn die Schatten der Vergangenheit lebendig werden und dich mitten in eine albtraumhafte Realität ziehen? In dieser Folge begleiten wir Mehmet, einen Immobilienmakler, der sich nichts sehnlicher wünscht als einen erfolgreichen Abschluss. Doch statt einem Verkaufserfolg erwartet ihn ein schauriges Ereignis, das die Grenze zwischen Realität und Unvorhersehbarem sprengt. Ein Video, eine Gruppe grinsender Fremder und ein Bild, das dich nicht mehr loslassen wird. Bist du bereit, das Grauen in einem verlassenen Altbau zu betreten? Sei gewarnt. Einmal gehört, wirst du die Dunkelheit mit anderen Augen sehen. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit für die Geschichte Das Lächeln der Schatten. Mehmet zog seine Krawatte zurecht, schloss die Tür seines Autos und musterte das alte, imposante Gebäude vor sich. Es war ein Altbau, prunkvoll und dennoch heruntergekommen, mit einem Hauch von Geschichte, der potenzielle Käufer anziehen sollte. Das Haus hatte jahrzehntelang leer gestanden, aber Mehmet war optimistisch. Heute war Großbesichtigung. 20 Interessenten hatten sich angekündigt. Und er war bereit, sein Bestes zu geben. Die massive Eingangstür knarrte, als er sie aufschloss, und ein muffiger Geruch schlug ihm entgegen. Nichts, was ein bisschen frische Luft nicht beheben könnte, murmelte er zu sich und zog die Fenster im Eingangsbereich auf. Der Flur war kühl, beinahe unangenehm, und die hohen Decken warfen die Geräusche seiner Schritte in ein unheimliches Echo zurück. Mehmet verdrängte das ungute Gefühl. Schließlich war er Profi. Nach und nach trafen die Interessenten ein. Junge Paare, ältere Herren, sogar eine Familie mit Kindern. Sie unterhielten sich leise, betrachteten die Details des Hauses, während Mehmet sie freundlich begrüßte. Als die Gruppe vollständig war, begann er die Führung. Er sprach lebhaft über die Möglichkeit des Gebäudes, über die potenziellen Renovierungsoptionen und die Lage mitten in der Stadt. Seine Worte hallten in den leeren Räumen wider, als er sie durch das Treppenhaus und die einzelnen Stockwerke führte. Doch je weiter die Besichtigung fortschritt, desto mehr bemerkte Mehmet, dass etwas nicht stimmte. Die Gruppe wurde zunehmend stiller. In einem der Räume im 3. Stock blieb er stehen, um die hohen Fenster und den Ausblick zu präsentieren. Als er sich umdrehte, spürte er plötzlich eine seltsame Spannung. Die Gespräche waren verstummt, und alle Anwesenden starrten ihn an, mit einem Ausdruck, den er nicht deuten konnte. »Ist etwas nicht in Ordnung?« fragte er zögerlich, sein Lächeln unsicher. Niemand antwortete. Und dann, wie auf einem Geheimkommando, begannen sie zu grinsen. Breit, unnatürlich, als ob ihre Gesichter von unsichtbaren Fäden nach oben gezogen würden. Die Kinder, die älteren Männer, die jungen Paare, alle zeigten das gleiche, grässliche Lächeln, ihre Augen weit aufgerissen und leer. Mehmet spürte, wie sein Herz raste. »Okay, sehr witzig«, sagte er nervös. Doch das war kein Scherz. Langsam setzten sie sich in Bewegung. Ihre Schritte waren schwer und synchron, als ob sie von einer einzigen Macht gelenkt wurden.
Mehmet wich zurück, stolperte über einen losen Bodendiele und fiel beinahe. »Bleiben Sie stehen«, schrie er, doch seine Stimme klang schwach, verschluckt von der beklemmenden Stille des Hauses. Die Gruppe kam immer näher, die grinsenden Gesichter waren jetzt nur noch wenige Zentimeter entfernt. Mehmet spürte, wie ihm die Luft wegblieb. Sein Sichtfeld eng wurde, ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken, und dann wurde alles schwarz. Er erwachte auf dem Boden mit pochendem Kopf und einem stechenden Schmerz in der Nase. Als er aufstand, spürte er, wie ihm warmes Blut über die Oberlippe lief. Seine Nase blutete stark und seine Hände zitterten, als er sein Telefon hervorkramte. Mehmet erinnerte sich an die Kamera, die er für die Besichtigung hatte mitlaufen lassen. Eine seiner Angewohnheiten, um später Details zu prüfen. Mit bebenden Fingern spielte er die Aufnahmen ab. Zuerst war alles normal. Die Gruppe folgte ihm, stellte Fragen, schien interessiert. Doch dann, als er sich im 3. Stock umdrehte, um den Ausblick zu zeigen, bemerkte Mehmet etwas, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Auf dem Video war niemand zu sehen. Die Räume waren leer, nur er selbst stand dort, sprach in den leeren Raum, bewegte sich zwischen unsichtbaren Menschen. Das Video endete abrupt, doch etwas ließ Mehmet aufschreien. Im letzten Frame, kaum sichtbar im dunklen Flur, war ein altes Schwarz-Weiß-Foto an der Wand zu erkennen. Darauf eine Gruppe von Bauarbeitern, die vor dem Haus posierten. Mehmet zoomte hinein und sein Herz blieb fast stehen. Jedes einzelne Gesicht auf dem Bild zeigte dasselbe groteske, grinsende Lächeln, die gleichen Menschen, die vor ihm gestanden hatten. Unter dem Foto stand eine kurze Inschrift: Zum Andenken an die Arbeiter und ihre Familien, die beim Bau dieses Hauses ums Leben kamen, 1923. Und so bleibt nur das Bild stumm und kalt. Die grinsenden Gesichter der toten Arbeiter scheinen Mehmet direkt anzustarren, als wüssten sie etwas, das er nie begreifen wird. Waren sie jemals wirklich weg? Oder war das Haus immer noch ihr Reich, ihre Bühne für etwas, das niemand außer ihm gesehen hat? Vielleicht war es Zufall, dass er überlebte, vielleicht aber auch nicht. Denn eines ist sicher, das Lächeln dieser Schatten wird ihn nie wieder loslassen. Und wer weiß, wenn du genau hinsiehst, können sie auch in deinem Spiegel auftauchen. Glaubt ihr, ihr seid sicher? Wie immer lösen wir die Geschichten in der nächsten Folge auf. Wenn ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht in jeder Folgenbeschreibung. Hinterlasst gerne einen Kommentar und ein Like, das hilft uns sehr. Sie finden die Geschichten unfassbar, doch wurden sie uns so zugetragen. Aber vielleicht ist das alles nur eine Frage der Perspektive. Ihr Frumpy the Bogle.